Hallo und willkommen auf meinem Print Something Halloween Special. Ich habe Thingiverse ein bisschen gequält und will euch heute mal zeigen, was ich so gefunden habe. Ich habe zum Beispiel dieses kleine Gespenst gefunden von G-Create, welches mir ganz gut gefallen hat. Und wenn man sich so anschaut, was die Leute gedruckt haben, scheint es ein bisschen schwieriger zu sein. Aber insgesamt, ja, also ich denke, das muss normalerweise ganz gut rauskommen. Ebenfalls nett ist dieser kleine Kürbis, den ich ein bisschen skalieren werde, von ED Stuff. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Wird in 3 Teile gedruckt. Ich werde es ebenfalls in 2 verschiedenen Farben drucken. Und das kleine Haunted House sieht aus wie so ein Hexenhäuschen mit Totenschädeln drumherum. Finde ich auch ganz nett und kann man sicherlich ganz einfach auch beleuchten. Ja, auch ganz toll fand ich hier diese Skull Mask, die in Thingy-Files mit etwa 6,5 cm Größe abgelegt ist. Und da werde ich mal schauen, wie ich die ausdrucke. Auf jeden Fall sieht die ganz nett aus. Und dann bin ich mal gespannt, wie das klappt. Was ist jetzt? Ach. Der Strom ist wieder da. Ich zeige euch jetzt mal noch, wie ich die Maske gedruckt habe. Bis gleich. Mein Kopf ist vermessen und jetzt versuche ich mal die Maske entsprechend anzupassen, dass sie hinterher auf meinen Kopf drauf passt. Gut, da müssen wir ein bisschen skalieren. Na. Ja, so sollte das theoretisch passen. Geht ein bisschen weit nach hinten. Ein bisschen kleiner. Naja, die Nase muss ja auch drunter passen. Ja, könnte funktionieren. Ich glaube, die Größe lasse ich so.
Ja, dann schauen wir mal schnell hier in die Settings. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze auf 0,3 zu drücken. Es muss ja jetzt nicht wirklich in der perfekten Qualität rauskommen. Das ist immerhin ein Gag. Auch die Shells bin ich runtergegangen auf 0,3. Das reicht. Infill habe ich mich für 15% entschieden. Material ist in meinem Fall hier jetzt PETG von Das Filament in Weiß. Speed habe ich auch ein klein bisschen hochgedreht. Ich drucke wirklich normalerweise sehr langsam. Ich habe mich für 60, 40, 50, 30 entschieden. Support braucht man laut der Angabe des Designers nicht. Aber als, ja, ich sag mal, als Haftfläche habe ich einen Prim reingehauen, denn man sieht, die Auflagefläche ist jetzt nicht so gigantisch und ich möchte ganz gerne vermeiden, dass der Druck sich löst. Und ich denke, so kann es funktionieren. Ja, slicen. Stunden, 100 Gramm, naja, fast 12 Stunden, 100 Gramm Filament. Ich finde das okay, das passt. Das geht so zum Drucker. Die verwendeten Materialien sowie auch die Links zu den Thingiverse-Teilen lege ich euch unten rein, sodass, falls ihr Lust habt, das Ganze nachzudrucken, einfach unten reinklicken könnt und direkt dann auch zu den Teilen kommt. Auch dieses Video geht nun irgendwann zu Ende, welches mir persönlich und auch meinem Sohn, der mir dabei geholfen hat, viel Spaß gemacht hat beim Abdrehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei und es würde mich freuen, wenn ihr mit ein paar Kommentaren oder auch einem Like uns zeigen würdet, ob es euch gefallen hat. Ich freue mich natürlich ganz klar auch über ein Abo oder wenn ihr das Video weiterteilt in andere soziale Medien. Insofern wünsche ich euch noch ein schönes Halloween und viel Spaß beim Drucken. Ciao!